Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen das 7. und auch letzte Abenteuer mit dem Titel Der Trojanische Krieg. Führen Sie die griechischen Streitkräfte nach Troja, um die schönste Frau der Welt zu retten. Dieses Abenteuer besteht aus 6 Episoden und stellt eine extrem hohe Herausforderung dar. Ja, mit diesem letzten Abenteuer haben wir auch das schwerste Abenteuer von Zeus vor uns und ich bin sehr gespannt, wie wir den Trojanischen Krieg bestreiten werden. Ja, wir beginnen mal sofort mit der ersten Episode. Das Tischgespräch wandte sich von der Stadt, die sie gerade bauten, ab und der schönen Helena zu, die von allen in Griechenland geliebt wurde und einen Ehemann suchte. Odysseus sagte, lasst uns einen Eid schwören, Helena vor Schaden zu bewahren und ihren zukünftigen Mann zu unterstützen. Nichts Geringeres schulden wir ihr. Wir sollten den Eid nach ihrem Vater den Eid des Tyndareus nennen. Alle stimmten lautstark zu und Odysseus nahm jedem Einzelnen den Eid ab. Alle feierten voller Begeisterung und niemand merkte, dass Odysseus selbst den Eid nicht ablegte. Doch der Held hatte keinesfalls unehrenhafte Gründe. Jetzt, da die Feiern vorüber sind, müssen sie in ihr Land zurückkehren, um das Königreich Aulis mit Nachdruck aufzubauen. Bald wird ihre Stadt den Städten ihrer Freunde Agamemnon, Odysseus und Ajax ebenbürtig sein. Sie können sich darauf verlassen, dass ihre Freunde praktische Geschenke senden werden, um beim Bau ihrer Stadt zu helfen. Die erste Episode des Abenteuers Der Trojanische Krieg trägt den Titel Der Schwur. Und diesen Schwur leisten auch Odysseus und seine Freunde der schönen Helena und ihrem zukünftigen Ehemann beizustehen, komme was wolle. Mehr zu der Geschichte des Trojanischen Kriegs werde ich nachher erzählen. Wir müssen jetzt erstmal die Stadt Aulis gründen und unsere Ziele sind, in einem Jahr 64 Weizengarben zu produzieren und 16 Amphoren Wein in einem Jahr zu produzieren. 1000 Personen müssen in der Wohnung der Kategorie Stadthaus oder besser leben. Ja, unsere Schatzkasse muss mit mindestens 5000 Drachmen gefüllt sein. Einiges, was wir für die erste Episode hier zu leisten haben, und wir schauen uns mal die Karte an, wo wir Aulis gründen werden. Obligatorisch gehen wir in den Pausenmodus und schauen uns bei der Übersicht die Minimap an. Ja, wir haben hier eine sehr große Landmasse. Wenn wir jetzt hier Richtung Osten gehen, haben wir hier ein Plateau, was fruchtbar ist. Hier können wir Landwirtschaft und Viehzucht betreiben. Ja, und wenn wir noch weiter Richtung Osten gehen, kommt hier die Uferlinie. Gehen wir jetzt mal Richtung Norden, haben wir weiter hier die Uferlinie. Ja, und hier im Nordosten haben wir auch nochmal eine große Landmasse, die fruchtbar ist. Hier haben wir Wolfsrudel, aber auch Wildschweinrotten. Gut, gehen wir Richtung Westen, haben wir hier Fischbestände und hier die weitere Uferlinie. Ja, bis wir ganz im Westen sind, haben wir ein großes Plateau. Wenn wir jetzt wieder Richtung Süden gehen, hier haben wir Wolfsrudel. Das Plateau selber ist nicht fruchtbar, nein. Gut, gehen wir weiter Richtung Süden, haben wir hier den Weg. Ich glaube, hier ist der Immigrationspunkt durch dieses Tal. Auch nochmal Wildschweinrotten. Ja, und hier wieder Richtung Osten kommen wir wieder zu diesem Plateau, wo wir Landwirtschaft betreiben können. Also wirklich eine sehr große Karte, wo wir unsere Stadt Aulis gründen können. Dann schauen wir mal, was wir produzieren können. Bei der Landwirtschaft haben wir bei den Farmen die Weizenfarmen. Bei Plantagen haben wir die Möglichkeit, Reben und Oliven anzubauen. Bei der Viehzucht können wir Wolle produzieren. Ja, und bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen und den Jagdhof. Also Nahrungsmittel können wir wirklich mehr als genug herstellen und wir können sogar auch Olivenöl und Wein produzieren. Dann gucken wir nämlich direkt mal bei Gewerbe. Da haben wir nämlich jetzt hier bei den Werkstätten das Bildhaueratelier, die Olivenpresse und auch die Kälterei. Leider keine Rohstoffe, das ist schade. Bei Vertrieb haben wir alle Möglichkeiten und auch bei Gesundheit und Sicherheit, genauso wie bei Verwaltung.
Und auch bei Kultur können wir alle Bauoptionen nutzen. Bei der Mythologie haben wir jetzt schon entsprechend Heiligtümer, die wir bauen können, nämlich das Gestade des Poseidon, die Zuflucht des Hermes und die Pforte des Hades. Ja, im letzten Abenteuer können wir tatsächlich das Heiligtum des Poseidons bauen. Dann schauen wir doch mal direkt, wer unsere wohlgesonnten Götter sind und die feindlichen. Ja, wir können Zeus, Poseidon, Hermes, Athene, Hephaistos und Hades verehren. Unsere feindseligen Götter sind Apoll, Artemis, Ares und Aphrodite. Ja, lauter Gottheiten, die mit A beginnen. Ja, und wir haben Zeus und Poseidon tatsächlich als wohlgesonnte Götter. Kann uns eigentlich fast nichts passieren. Ja, beim Militär haben wir keine Bauoption und bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen alle Möglichkeiten. Wunderbar, wir können direkt zu Anfang Prachtstraßen und Alleen bauen. Und bei den Erholungsgebieten haben wir die Bank, das Heckenlabyrinth und den Fischteich. Gut, ja, dann gucken wir noch mal kurz auf die Weltkarte. Ja, Aulis ist hier so im Zentrum von Griechenland. Ja, und ihr seht, es bestehen schon relativ viele Handelspartner hier. Fangen wir mit Salamis an. Kauft bei uns Holz und Wolle, verkauft uns Fisch und Olivenöl. Dann haben wir Mykene. Mykene kauft Wolle, verkauft uns Trauben und Wein. Argos kauft bei uns Marmor und Rüstungen, verkauft uns Käse und Olivenöl. Sparta kauft Holz, verkauft uns Marmor und Wolle. Ithaka kauft Wolle, verkauft Holz, Marmor und Wein. Lemnos kauft Holz und verkauft uns Fisch. Ja, kommen wir nach Kleinasien, da haben wir Troja noch als Verbündeten. Kauft Marmor, Wolle, Rüstungen und verkauft uns Weizen. Milet kauft Wein und verkauft uns Weizen und Bronze. Und Äthiopien kauft Wolle, Olivenöl und Wein und verkauft uns Marmor. Dann haben wir auch einen Rivalen, nämlich Cyme, braucht Wolle, verkauft Holz, Bronze und Skulpturen. Ja, und wir haben noch ein paar andere Städte, die noch nicht entdeckt worden sind. Das wird sich im Laufe des Abenteuers wohl ändern. Ja, was ist jetzt nun der Plan? Ja, wir haben natürlich mehrere Möglichkeiten auf dieser riesigen Karte unsere Stadt jetzt zu gründen. Ich glaube, ich werde hier in diesem Bereich anfangen. Hier haben wir die Küste, da können wir Fischereihäfen bauen und auch Piere. Werden uns dann hier in diese Richtung weiter entwickeln, werden diese fruchtbaren Gebiete hier nutzen, um die Wolle zu produzieren und auch Oliven und Reben. Und werden uns dann hier durch dieses Tal weiterentwickeln. Ja, und dieses große Plateau hier mit den Wölfen, das nutzen wir, um später unsere gehobenen Wohnungen aufzubauen. Ja, so viel zum Plan und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Bau unseres ersten Wohngebietes und wie gewohnt, während ich das konzipiere, erzähle ich euch etwas über den Trojanischen Krieg. Der Trojanische Krieg war eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen der Stadt Troja und dem griechischen Heer. Die genaue Datierung ist bis heute nicht eindeutig. Man geht davon aus, dass diese Auseinandersetzung im Zeitraum zwischen dem Ende des 13. Jahrhunderts bis zum frühen 12. Jahrhundert vor Christus ausgetragen wurde. Auslöser dieses Krieges war die Entführung der schönen Helena, Gattin des Menelaos und König von Sparta, durch Paris, der Sohn des trojanischen Königs Priamos. Odysseus, Agamemnon und andere Herrscher der griechischen Stadtstaaten schworen ein Eid, Helena und ihren zukünftigen Ehemann zu helfen, wann immer Hilfe nötig wird. Aber warum wurde Helena von Paris entführt? Schuld sind wieder einmal die Götter des Olymps. Die Göttin Hera, Athene und Aphrodite sowie andere Götter des Olymps waren zu einer Hochzeit zwischen einem Sterblichen und einer Göttin geladen. Nur die Göttin der Zwietracht, Eris, wurde nicht eingeladen. Als Strafe warf sie einen goldenen Apfel mit der Inschrift „Für die Schönste" in die Runde. Sofort entbrannte
ein Streit zwischen den 3 Göttinnen. Sie baten Zeus zu entscheiden. Zeus wusste aber, egal wie er sich entschied, es wäre schlecht für ihn, da er sich gegen Ehefrau und Töchter entscheiden musste. Er hatte eine Idee. Er beauftragte Hermes, Paris diese Entscheidung treffen zu lassen. Alle 3 Göttinnen versuchten daraufhin Paris mit Versprechungen und Verlockungen für sich zu gewinnen. Nur Aphrodite wusste, was Paris am liebsten haben wollte, nämlich die schönste Frau Griechenlands, Helena. Sie versprach Paris Helena. Paris entschied sich für Aphrodite, Hera und Athen waren voller Zorn auf ihn und Aphrodite sorgte dafür, dass sich Helena in Paris verliebte. Beide flohen nach Troja und wegen des Bündnisses zog der Ehemann Menelaos mit seinen Verbündeten gen Troja. 10 Jahre dauerte die Belagerung Trojas, aber den Griechen gelang es nicht, die Stadt einzunehmen. Schwierig, denn die Stadtmauern von Troja wurden von den Göttern Poseidon und Apoll errichtet. Große Helden kämpften gegeneinander, wie Achill gegen Hektor. Odysseus hatte letztendlich den rettenden Einfall des trojanischen Pferds, ein hölzernes, innenhohles Götzenbildnis eines Pferdes. Während die Griechen so taten, als ob sie abzogen, waren im Pferd Odysseus und andere griechische Krieger. Die Trojaner brachten das Pferd in die Stadt, Odysseus und seine Krieger konnten die Stadttore öffnen und das Schicksal Trojas war besiegelt. Bis heute hält sich das Sprichwort: Hüte dich vor Griechen mit Geschenken. Ja, dieses ist eine sehr kurze Zusammenfassung des Trojanischen Krieges. Es gibt da noch jede Menge Nebengeschichten, aber das sollte jetzt für unser Abenteuer als Information jetzt erstmal reichen. Ja, wir haben unser erstes Wohngebiet von Aulis aufgebaut und wir haben jetzt hier beidseitig schon Parzellen ausgewiesen, Verschönerungen durchgeführt. Hier in der Mitte haben wir Flächen freigelassen für unsere Dienstleistungsgebäude. Ja, und wir haben auch schon die Agora und natürlich die Basics, Brunnen und Architekt. Ja, und wir haben jetzt hier ringsherum auch schon einen Straßenkranz errichtet. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier diese Felder auch noch entsprechend mit Parzellen auszuweisen. Da haben wir nur das Problem, dass wir keinen Straßenanschluss bekommen. Kriegen wir die Mitteilung, deswegen müssen wir hier ein Stückchen Prachtstraße bauen. Hier. Nur so ein Stückchen. Dann haben die entsprechenden Straßenanschluss. Versorgt werden sie allerdings hier über diese Straße. Das ist ein kleiner Trick, um hier dieses Wohngebiet optimal auszunutzen. So, das gleiche brauchen wir natürlich hier unten auch. So, das reicht schon. Das können wir dann später weiter ausbauen, wenn wir genug Geld haben. Apropos Geld, unsere Stadtkasse ist nicht ganz so üppig. Wir haben ja jetzt viele Verschönerungen gebaut. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir relativ schnell Geld generieren können. Und das werden wir wohl erstmal mit Wolle machen. Das können wir relativ viel entsprechend verkaufen. Gut, der Pausenmodus kann aufgehoben werden. Wir können hier bei Gewerbe natürlich wieder die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf hoch stellen und warten darauf, dass die ersten Siedler unsere Wohngebiete erreichen. Ja, das wissen wir. Ja, wir brauchen den Zugang hier zu diesem fruchtbaren Gebiet. Da werden wir jetzt hier schon mal den Weg hochbauen. Das müsste hier passen, oder? Jawohl, hier geht es runter. So, dann führen wir diesen Weg so hier hin. Das sind natürlich aufgrund der großen Karte auch weite Entfernungen, die wir jetzt hier haben, aber da können wir im Moment leider nichts dran ändern.
Dann gehen wir hier direkt um diese kleine Wassernase hier. No, komm jetzt. So. Okay, und dann können wir nämlich hier unsere ganzen Landarbeiterlager und Wollsammelstellen bauen. Ja, und hier in der Nähe der Stadt, hier in diesem Bereich werden wir unser Produktionszentrum und auch unser Versorgungszentrum für das Wohngebiet aufbauen. So, jetzt müssen wir aber erstmal warten, bis die Bürger da sind. Von wo wandern sie überhaupt ein? Ah ja, hier kommen sie über diesen Immigrationspunkt. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wir werden direkt mit der Produktion von Wildfleisch hier anfangen. Hier haben wir nämlich auch eine große Wildschweinrotte. Ich glaube, die Weizenproduktion, die werden wir relativ spät erst anfangen. Ja, wir haben auch schon die ersten Arbeitslosen. Wir werden ja hier relativ viele Bürger jetzt entsprechend generieren, wo wir das Wohngebiet komplett parzelliert haben. Wir beginnen direkt mit der Nahrungsproduktion, werden aber auch schon die ersten Lagerhäuser bauen. Und zwar kommt hier das erste Lagerhaus hin. Dann werden wir hier die Straße hochführen. Dann kommt hier das Silo schon hin. So, und dann führen wir nämlich die Straße hier auch hoch. Das wird ja hier unser Produktions- und Versorgungszentrum, bauen aber hier direkt auch einen Architekten auf. Ja, mittlerweile schon 100 Personen in unserer jungen Stadt Aulis. So, dann brauchen wir hier den Architekten und dann bauen wir direkt schon mal 2 Jagdhöfe. Die bauen wir so. Gut, dann können wir nämlich hier weitere Produktionsstätten bauen. Dann bauen wir auch hier schon ein weiteres Warenlager. So, und dieses Warenlager hier könnte jetzt erstmal Wolle und Olivenöl annehmen. Ach nein, das ist nicht so gut. Das machen wir anders. Keine Wolle, sondern Oliven. Und dieses hier wird Wolle annehmen. So, weil wir kommen nämlich jetzt direkt zur Wollproduktion. Bevor wir das machen, müssen wir natürlich Sperren setzen. Sonst läuft uns hier der Architekt quer durch die Stadt. Das muss nicht sein, da läuft er schon, der Arme. So, ja, als nächstes Wollproduktion. Ja, schaut euch an, was für Menschenmassen hier einwandern. So, Wollproduktion kommt hier hin, der Wald kann hier weg. So, und dann bauen wir als erstes allerdings einen Architekten, der kann hier hin. Die Sperre kann hier hin. Und dann bauen wir mal direkt 3 Wollsammelstellen. Ja, und hier können wir direkt die Schafe positionieren. Gut, da haben wir genug. Ja, und das Gebiet ist hier sehr groß, was wir hier entsprechend landwirtschaftlich nutzen können. Dann werden wir nachher hier auch entsprechend Landarbeiterlager bauen. So, die Wollsammelstelle habe ich eigentlich verkehrt gebaut hier. Eigentlich muss ich eine Straße noch bauen. Das könnte ich aber jetzt so machen. So, da haben wir nämlich hier noch die Möglichkeit, Wollsammelstellen zu bauen. Dann werden wir die Sperre so setzen. Allerdings können wir jetzt auch schon eine kleine Oliven- und auch Rebenproduktion starten. Da wandern ja weiter noch jede Menge Bürger ein. So, dann bauen wir doch hier nochmal 4 Landarbeiterlager. So, dann können wir nämlich hier Reben bauen. So, und natürlich unsere Oliven nicht vergessen. Die können hier hin.
Ja, wir kriegen eine Unterstützung von Sparta, 1500 Drachmen. Ich bin wieder im Bauwahn hier und vergesse komplett, dass wir schon im Minus sind. Naja, gut, nehmen wir an. Vielen Dank. Naja, gut. Wir werden jetzt die Voraussetzungen schaffen, hier Exportgüter zu produzieren. Und Mykene schenkt uns Wein, 8 Amphoren. Später, dann brauche ich erstmal noch ein Warenlager dafür. Das hierhin, das kann Wein annehmen. So, und ein Handelspartner kauft nämlich Wolle, Wein und Olivenöl. Und das ist nämlich Äthiopien und verkauft uns Marmor. Das ist gut für unser Heiligtum. Ich möchte natürlich schon ein Heiligtum bauen. Also bauen wir auch schon direkt das Pier. Ich bin Poseidon. Wer mich verehrt, dem wird die See ein Freund sein. Ja, diese Stimme haben wir selten vernommen. Einen sanftmütigen Poseidon, der uns seinen Schutz anbietet. Natürlich werde ich in diesem Abenteuer sein Heiligtum bauen. Wenn es einmal die Möglichkeit gibt, dann nutzen wir das natürlich. Wir werden aber jetzt erstmal das Pier von Äthiopien bauen. Wo setzen wir das jetzt hin? Ja, hier haben wir die Möglichkeit. Da. Ja, wir nehmen den Wein an. Vielen Dank. Und auch Olivenöl wird uns angeboten. Nehmen wir auch an. Danke. Ja, noch ein bisschen weiter hier rüber. Ja, ich glaube, so wäre gar nicht schlecht, oder? So, dann können wir das wie bauen? Dann bauen wir das so, oder? Ja. Dann können wir hier den Schnupsel wegnehmen. Den brauchen wir dann nicht. Den hatte ich nur wegen dem hier gemacht. So, ja, dann machen wir das doch direkt so und bauen hier noch einen Architekten auf. Der kann, nee, das ist nicht so gut, weil die Prachtstraße werden wir später weiterbauen. Hier kann noch ein Pier hin. Oh, wir kriegen auch Käse von Argos. Vielen Dank. Ja, das Intro sagte ja schon, dass wir jede Menge Geschenke von unseren Verbündeten bekommen. So, bauen wir das. Sperre nicht vergessen. So, hier kann direkt alles eingestellt werden. Wolle verkaufen, Olivenöl und auch Wein. Na, Olivenöl wird mehr verkauft. Gut, dann können wir jetzt hier schon mal die Geschenke unserer Verbündeten zu Drachmen umwandeln. Oh, und eine Seuche ist ausgebrochen. Ach, wie doof. Gut, dann bauen wir direkt die Klinik. Die passt nämlich hier im Zentrum direkt rein. Zack. So, Arbeitsmarkt. Dann brauchen wir natürlich jede Menge. Und wir brauchen vor allem jetzt mal hier den Lebensmittelhändler. So, dann kann jetzt hier erstmal unsere Stadt mit Lebensmitteln versorgt werden. Der Arzt geht schon hier und versorgt die Kranken. Ja, Stadtkasse ist mehr als niedrig, aber da sehen wir schon, wie unsere Karrenschieber die Waren zum Pier bringen. Und Mykene liebt uns, das ist sehr nett. Argos liebt uns auch. Salamis liebt uns auch. Oder heißt das Salamis? Wir nennen es mal Salamis, das andere erinnert mich doch ein bisschen mehr an Salami. Ja, das sieht soweit alles ganz gut aus. Wir brauchen nämlich jetzt Mitarbeiter gleich für die Olivenpressen und auch für die Kältereien. Aber erstmal muss ich das jetzt hier normalisieren. So, hier kann natürlich auch in diesem Warenlager ein paar Trauben angenommen werden.
Ja, wir kriegen auch noch Fisch von Lemnos geschenkt, nehmen wir an. Ja, und unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter. Die Seuche ist bekämpft worden. Neue Bürger können einwandern. Und unsere Stadtkasse hat sich auch, Gott sei Dank, gerade erholt mit den Waren, die wir jetzt hier verkaufen. Ja, und da kommen Gott sei Dank neue Einwanderer und wir kriegen von Troja Weizen geschenkt. So, der Arbeitsmarkt ist verheerend, aber das ändert sich ja jetzt Gott sei Dank. Ja, wir kriegen von Mykene Trauben geschenkt. Oh, nehmen wir an, dann können wir schon mal hier eine Kälterei bauen. Kann auch hier hin. So, und dann baue ich aber vorsichtshalber hier auch nochmal einen Architekten. Ja, und nun sind wir beliebter als türkischer Honig. Das hört man sehr gerne. So, jetzt möchte ich aber noch mehrere Bürger hier haben. Ah, da kommen sie. Sehr gut. Bauen wir mal hier unser Produktionsgebiet schon mal ein bisschen vor. Wir nehmen mal hier den ganzen Wald weg. So, mal zählen. 1, 2, 1, 2. Oh, Milet schenkt uns Bronze. Oh, das ist auch sehr gut. Später ein Fest in Mykene. Nahrungsmittel werden gebraucht. 9 Kisten können wir losschicken. So, ein Warenlager für unsere Bronze. Dann bauen wir das hier hin. So, hier können jetzt Rüstungen, Skulpturen und Bronze erstmal angenommen werden. So, weiter im Text hier. Ich bin Poseidon. Wer mich verehrt, dem wird die See ein Freund sein. Ja, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, relativ viel an Gewerbestätten zu bauen. Oh, da kommen schon die ersten Oliven. Dann brauchen wir jetzt auch natürlich die Olivenpressen. Bauen wir direkt mal 2 Stück und dann möchte ich auch direkt noch die zweite Kälterei bauen. Jede Menge Bürger wandern ein, allerdings wir müssen definitiv unsere Nahrungsmittelproduktion mal erhöhen. Ja, wir nehmen die Bronze an. Vielen Dank. Oh, und Holz wird auch geschenkt. Ah, okay, dann brauchen wir noch ein Warenlager. So, das nimmt jetzt hier Holz und Marmor auf. So. Das geht aber hier wirklich alles relativ schnell und wir haben schon 500 Einwohner in unserer Stadt Aulis. Gut, wir verkaufen jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Wir brauchen zwar immer noch jede Menge Bürger, aber wie gesagt, es wandern noch weiter Bürger ein. Ja, mit der Bronze könnten wir eigentlich auch schon die Skulpturen für unser Heiligtum bauen. Das möchte ich ja als nächstes machen. So, wir nehmen das Holz an. Dankeschön. Und zwar würde ich die Zuflucht des Hermes bauen, damit unsere Karrenschieber noch schneller sind bei diesen Entfernungen. Und wir können es relativ schnell bauen. Wir brauchen ja nicht ganz so viele Ressourcen dafür. Ja, bevor wir jetzt hier entsprechend weiter planen, unsere Bevölkerung braucht jetzt erstmal Kultur. Wir bauen das Gymnasium. Das Gymnasium kann hier hin. Passt wunderbar alles hier rein. Ein sehr gut durchdachtes Wohngebiet hier. Das gefällt mir sehr gut. Da kriegen wir relativ viele Bürger jetzt hier unter. Mykene schätzt uns mehr, da wir die Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt haben. Ja, gerne. Und unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter. Unser Athlet ist schon auf dem Weg.
Ja, wir müssen jetzt erstmal warten, bis hier wirklich wir genug Arbeiter haben. Aber das sieht ja jetzt hier schon ganz gut aus, was jetzt hier einwandert. Oh, wir kriegen die erste Forderung. Lemnos fordert Wolle. Okay, 6 Stränge. Gut, den Verkauf hier mal direkt stoppen. Da haben wir jetzt 3 Stück drinnen. So, und dann kommt auch schon die nächste Wolle ins Warenlager. Das passt doch. So, ich glaube, wir haben die 6 Stränge Wolle für Lemnos. Jawohl, können wir direkt verschicken. Und können auch wieder Wolle verkaufen. Oh, und Äthiopien schenkt uns Marmor. 6 Marmorplatten. Das ist super. Lemnos schätzt uns mehr. Ja, mit 6 Marmorplatten kommen wir jetzt noch nicht so ganz voran mit unserem Heiligtum. Wir brauchen, glaube ich, für Hermes 8, glaube ich, oder? Ne, 9. Okay, gut. So, Arbeitsmarkt erholt sich. Wir bauen jetzt noch schnell eine Kälterei. Die kann jetzt allerdings hier hin. Ich glaube, wir haben jetzt hier genug Warenlager. Und noch eine Olivenpresse. Die kann jetzt hier hin. So. Dann haben wir, glaube ich, jetzt hier genug. Da kommen auch schon die Trauben. Ach ja, die wird auch schon geerntet hier. Gut, als nächstes sollten wir tatsächlich unsere Nahrungsmittelproduktion noch ein bisschen verbessern. Ich würde gerne hier noch ein paar Fischerhäfen bauen. Hier passen noch welche hin. Ja, hier. So. Ja. 2 Stück. Reicht das? Ja, ich denke, ja. Dann muss hier auch noch ein Architekt hin. Der kann hier hin. Ach nee, das machen wir anders. Ihr kennt mich ja, ich bin ja da ein bisschen auf Symmetrie aus. So. Sehr schön. Nochmal zurück. Da ist doch kein Straßenanschluss. Ich dachte, da wäre Straßenanschluss. Na gut, dann machen wir es so. Wir sind ja da sehr flexibel. Bitteschön. Ja, das wird sich doch jetzt gleich bestimmt ändern. Oh, Argos schenkt uns schon wieder Olivenöl. Nehmen wir an. Vielen Dank. Ich möchte aber schon mal ein Bildhaueratelier bauen hier. Wo bauen wir das hin? Wir machen mal Folgendes. Wir bauen nochmal hier der Symmetrie wegen ein Warenlager. Das braucht jetzt erstmal gar nichts anzunehmen. Und dann bauen wir hier ein Bildhaueratelier auf. Dann können wir schon mal die Skulpturen für unser Heiligtum bauen. Ja, wir müssen unsere Stadt tatsächlich weiterentwickeln. Wir brauchen jetzt auf der Agora den Wollhändler. Sonst kann ich nicht meinen Stadtpalast bauen. Dafür müssen wir allerdings Folgendes machen. Das ist sowieso besser. Erstmal den Verkauf von Wolle stoppen, damit sich unser Wohngebiet hier entsprechend mit Wolle versorgen kann. Warum bringst du jetzt die Wolle dahin, obwohl kein Verkauf mehr ist? Wie nervig. Ja, jetzt bringst du die Wolle wieder zurück. Ja, unnütze Wege hier eingehen. Egal. Ja, wir brauchen noch etwas Bronze. Wir haben ja nur 6 Barren bekommen. Wir brauchen insgesamt 8. Das heißt, ich kann keine Bronze einkaufen. Bei wem kann ich denn Bronze einkaufen? Ich glaube bei Milet. Jawohl. Und da können wir auch noch Wein verkaufen. Das ist doch gar nicht schlecht. Bauen wir noch das Pier von Milet. Das passt nämlich hier hin. Das finde ich sehr gut.
So, da kaufen wir jetzt nochmal 2 Barren ein. Dann haben wir unsere 2 Skulpturen. So, und den Wein können wir auch verkaufen hier. Ja, das Lohnniveau stellen wir mal auf hoch. Und unser Wollehändler hat jetzt endlich mal Glück und kann seine Wolle holen, nachdem man es ihm vor der Nase weggeschnappt hatte. So, dann geht es ja auch mit der Entwicklung weiter. Na, Nahrungsmittel. No, das reicht noch. Gut. Da brauchen wir jetzt nichts zu machen. So, Produktion laufen. Oliven werden jetzt gerade zu den Pressen gebracht. Sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Start hier hingelegt. Ich bin ganz zufrieden. Jetzt muss jetzt erstmal hier sich das Wohngebiet weiterentwickeln. Sieht aber ganz gut aus. Ja, und das gefällt mir. Ja, und es wandern wieder jede Menge Bürger in unsere Stadt ein. Wir können den Stadtpalast jetzt mal bauen. Dann muss ich einmal hier die Straße entsprechend bauen, weil hier kommt später meine Philosophenschule hin. So, und dann können wir nämlich hier den Stadtpalast bauen. Ein bisschen Platz zur Verschönerung brauchen wir. Und ihr sollt mal aus meinem Baufeld raus. Oh, und Argos braucht Skulpturen. 4 Stück in 9 Monaten. Auch wie ärgerlich. Die brauche ich doch für mein Heiligtum. Na gut. Erstmal Stadtpalast bauen hier. So, raus. Ja, gut. Dann bauen wir das mal so hier rum. Wie wir immer machen. So, dann brauchen wir hier auch einen Architekten natürlich. Der kann hier hin. Ja. Und das Steuerbüro brauchen wir. Und das kann hier hin. Und dann können wir auch ein bisschen Steuer generieren. Jetzt muss ich Bronze einkaufen. Etwas mehr, nämlich 8. Oder können wir auch Skulpturen einkaufen? Ja, gucken wir mal eben. Äthiopien, nein. Milet auch nicht. Zyme würde, wenn sie ein Verbündeter wäre. Naja, gut. Troja nicht, Lemnos nicht, Salamis nicht, Argos nicht, Sparta nicht, Mykene nicht und Ithaka auch nicht. Okay, gut. Ja, mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Und ich würde jetzt tatsächlich noch ein zweites Bildhaueratelier bauen. Sonst schaffen wir das nicht mit den Skulpturen. So, Lemnos braucht Olivenöl. Das wird gerade verkauft. Lemnos liebt uns aber auch. Okay, gut. Also, wir benötigen Mitarbeiter und wir müssen das Olivenöl hamstern. Okay, wo ist es? Da. Na gut, dass wir das so gut aufgebaut haben. Ja, aber unsere Olivenölpressen arbeiten alle. Das ist gut. Ja, und wir sollten jetzt tatsächlich auch unser Heiligtum bauen. So, wir machen Folgendes. Ich erweitere das hier etwas. Nämlich so. Die Sperre müssen wir natürlich jetzt versetzen, weil ich werde hier Warenlager bauen für die Rohstoffe. So, dann haben wir einmal hier Wolle, welches direkt angenommen werden kann. Hier können Oliven angenommen werden. Dann erweitern wir das hier noch ein bisschen. Ja, ich weiß, ich bin dabei. So. Und hier können Trauben angenommen werden. Wie sieht es mit dem Olivenöl aus? Brauchen wir noch ein bisschen.
So, und hier kann jetzt tatsächlich nur Olivenöl angenommen werden. Und hier natürlich nur Wein. So, und dieses Warenlager hier wird jetzt etwas Wolle holen. Und zwar 8. Oh, ich glaube 6 reichen auch. So, dann ist das alles relativ gut eingestellt hier. So, dann können wir nämlich auch jetzt Wolle wieder verkaufen. Das können wir hier wieder freischalten. Ach ja, komm, dann kaufen wir auch jetzt ein bisschen Marmor schon ein für unser Heiligtum. So, 8 Platten. Statt mangels an Nahrung. Stimmt das wirklich? Nee. Nicht wirklich. So, müssen wir unser Wohngebiet weiterentwickeln? Wie sieht es aus? Ja, das Lohnniveau ist auf hoch. Oh, wir kriegen nochmal Fisch von Lemnos geschenkt. Das ist nett, vielen Dank. So, wie sieht es denn jetzt mit dem Olivenöl aus hier? Ja, das können wir schon mal verschicken. Gut, können wir auch direkt wieder verkaufen. Und das Hamster natürlich wieder aufheben. So, beide Skulpturenateliers haben jetzt genug Bronze. Das kann jetzt gleich hier entsprechend verschickt werden, sobald die Skulpturen fertig sind. Man schätzt uns mehr, da wir das Olivenöl zur Verfügung gestellt haben. Sehr gut. So, ich möchte jetzt aber mein Heiligtum gleich bauen. Ja, es ist schon ziemlich betriebsam hier in unserer Stadt Aulis. Gefällt mir richtig gut. Ich bin Poseidon. Wer mich verehrt, dem wird die See ein Freund sein. Ja, Poseidon, du kriegst auf jeden Fall ein Heiligtum. Hier sehen wir ihn. Normalerweise zerstört er ja dann direkt irgendwelche Bauwerke, aber hier ist er jetzt tatsächlich mal eine friedfertige Gottheit. Ja, und hier seht ihr jetzt, wie es funktioniert. Na, die Lagerhäuser nehmen die Rohstoffe sofort an und können dann von da aus zu den Gewerbestätten gebracht werden. Wir werden aber, glaube ich, hier noch eine Straße bauen. So, als Verbindung, dann haben die es nämlich nicht ganz so weit zu unseren Gewerbestätten. So, Wolle haben wir richtig viel, das gefällt mir. Die Verbindung bauen wir hier auch nochmal. So, diesen Weg brauchen wir allerdings nicht. Na. So. Ja, dann bauen wir aber hier auch nochmal Sperren auf. So, und jetzt können wir schon unser Heiligtum errichten. Mal gucken, was haben wir jetzt an Marmor? 10. Oh, das passt ja gut. So, mein Heiligtum möchte ich hier hinbauen. Ja, dann können wir jetzt das Heiligtum des Hermes errichten. Oh, da weiß ich nicht, wie ich es drehen muss. Ich hoffe, dass es so richtig rum ist. So, einfach ein bisschen mehr Platz hier. So, ja. Dann führen wir den Weg so hier rum. Dann machen wir auch 1, 2. Das so. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Kunsthandwerkergilde kann dann hier hin. Ja, gefällt mir so ganz gut. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, das weiß ich. So, und ich sehe auch, dass die 4 Skulpturen im Warenlager sind. Wir können die direkt verschicken. Haben wir gerade noch so geschafft. Ja, den Bronze-Einkauf müssen wir jetzt stoppen. Das geht so nicht, sonst ist unsere Stadtkasse gleich vollends in den Miesen. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt genug Bronze, um die Skulpturen für das Heiligtum zu bauen. Ja, und wir kaufen natürlich auch noch Marmor ein, das habe ich ganz vergessen. Könnten wir Marmor fordern? Äthiopien? Oh ja, können wir, machen wir. Das ist doch schön. Ja, Argos schätzt uns mehr. Sehr schön. Und wir sehen, dass wir hier genügend Trauben und Oliven in den Warenlager haben. Wir könnten, wenn wir genug Mitarbeiter haben, noch weitere Gewerbestätten bauen. Wir müssen aber jetzt allerdings erstmal unser Wohngebiet weiterentwickeln.
die brauchen jetzt Kultur. Das heißt, einmal eine Philosophenschule, die wollte ich ja hier hinbauen. Und dann das Podium passt hier rein. Wunderbar. Ja, eine Forderung. Für das Fest in Sparta werden 10 Amphoren Wein benötigt in 9 Monaten. Okay, da müssen wir jetzt den Wein hamstern. Und hier auch den Verkauf stoppen. Ja, unser Heiligtum haben wir richtig rum platziert. Da bin ich auch mal ganz froh. Das ist immer so schwierig bei diesen Heiligtümern, wo man nicht weiß, wo vorn und hinten ist. Gut, so. Die Stadtkasse hat sich wieder ein bisschen erholt. Und unser Philosoph ist auch schon auf dem Weg. Unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. Ja. Ach, es läuft doch eigentlich ganz gut. Aber ihr seht, diese erste Episode ist schon recht umfangreich. Und ein Fest in Ithaka. 8 Krüge Olivenöl werden benötigt. Meine Güte. Ja, und Äthiopien gewährt uns den Marmor. 6 Marmorplatten. Vielen Dank. So, also Olivenöl kann jetzt auch nicht verkauft werden. Und muss auch gehamstert werden. Na gut. Ach so. Hier ist der Verkauf noch bei Milet, was Wein betrifft. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch ein bisschen Wein schon auf Lager. Ja, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen produzieren. So, die 2 Skulpturen sind im Lager und wir können jetzt tatsächlich das Gewerbe für Skulpturen ausschalten. Ja, das können wir eigentlich machen. So, einmal stilllegen und dann haben wir nämlich auch wieder genug Mitarbeiter. Dann baue ich doch lieber noch eine Olivenölpresse. So, müssen wir denn noch Holz einkaufen? Was brauchen wir an Holz? 12 Ladungen. Okay. Und was hatten wir jetzt hier an Holz noch? 5 Ladungen haben wir jetzt noch. Okay. 8 Ladungen Holz brauchen wir jetzt noch. Okay, 3 Ladungen Holz müssen wir noch einkaufen. So, bei Milet. Nein. Wo kaufen wir das Holz ein? Oh, da brauchen wir jetzt tatsächlich noch einen Handelspartner für. Das ist Ithaka. Ithaka verkauft uns das Holz und kauft auch noch Wolle. Naja, das ist doch gut. Ithaka. Wo haben wir Ithaka? Da. Oh, ein Handelsposten. Okay. Ja, die Handelsposten würde ich gerne hier bauen. Wir müssten hier noch hin. Ja, ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Ich muss jetzt mal überlegen, wo ich meine Handelsposten aufbaue. So, dann können wir doch hier die entsprechend bauen. Oh, Salamis schenkt uns Olivenöl. Nehmen wir an. Vielen Dank. So, hier kann der Handelsposten hin. Ja, das passt doch ganz gut. Dann können wir hier schon mal Wolle verkaufen. Und wir kaufen noch mal Holz ein. Was habe ich gesagt? 3 Einheiten. Ne? So, hier geht der Architekt entlang. Das passt. Und wieder jede Menge Bürger, die in unsere Stadt einwandern. So, wir können schon mal die Forderung von Ithaka erfüllen. Ja, und Wein, da müssen wir jetzt noch ein bisschen produzieren. Da bauen wir aber jetzt noch mal eine Kälterei. Ja, jetzt wird Holz benötigt hier für unser Heiligtum. Marmor brauchen wir auch noch, ne? So, aber Ithaka verkauft uns ja auch Marmor. Und dann könnten wir doch bei Ithaka jetzt mal Marmor fordern. Das Holz kaufen wir ein und den Marmor kriegen wir jetzt von Ithaka. Was brauchen wir denn Marmor noch? 16 Marmorplatten, okay. Ja, und wir haben den Wein für Sparta auch. Zusammen können wir losschicken und dann können wir die Waren auch wieder nutzen. Und natürlich hier auch wieder freigeben.
warten wir mal ab, was wir von Ithaka an Marmor geschenkt bekommen. Und dann kaufen wir den Rest ein und dann können wir unser Heiligtum fertigstellen. Wir kriegen nochmal 6 Marmorplatten. Okay, dann kaufen wir nochmal hier etwas Marmor ein. So, und dann kann es jetzt weitergehen. Ja, wir haben schon eine relativ komplexe Stadt jetzt hier errichtet. Dann schauen wir doch nochmal eben kurz nach den Gefahren, ob wir auch überall genügend Architekten haben. Aber das sieht gut aus. Ja. Das sieht auch gut aus. Da geht der Architekt jetzt entlang. Hier, doch, das sieht auch gut aus. Geht er da entlang? Ja. Okay. Ja, es ist ein großes Wohngebiet, aber das passt. Ithaka schätzt uns mehr, gern geschehen. So, Holz wurde jetzt gerade eingekauft und auch Marmor. Dann kann, glaube ich, unser Heiligtum jetzt bald fertiggestellt werden. Was brauchen wir noch? 12 Marmorplatten und 4 Ladungen Holz. Ja, und die 2 Skulpturen natürlich. Sparta schätzt uns mehr, da wir den Wein geschickt haben. So, und unser Bau des Heiligtums schreitet voran. Wir haben, glaube ich, jetzt alle entsprechenden Baumaterialien, hoffe ich zumindest. Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? Ja, Poseidon, wir wissen ja, dass du uns magst und wir werden auch ein Heiligtum für dich bauen. So, Marmor brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen, Holz auch nicht mehr. Hier brauchen wir auch keinen Marmor mehr einzukaufen. Gut. Ja, jetzt, wo wir ein bisschen mehr Geld verdienen, könnten wir unsere Stadt doch ein bisschen verschönern, oder? Also hier kann auf jeden Fall schon mal eine Allee hin. Das finde ich ganz passend. Und dann kommen hier... oh, ich habe keine Blumengärten. Wie schade. Dann kommen hier Parkanlagen hin. So, und das gleiche mache ich später hier. Haben wir denn eigentlich genug Arbeitslose für unser Heiligtum? Oh ja, das sieht gut aus, aber das Lohnniveau ist auch auf hoch, ne? So, die letzten 4 Marmorplatten werden zum Heiligtum gebracht. Sehr schön. So, und fertiggestellt. Ja, Sparta liebt uns gerne. Ja, und auch in Betrieb. Wir können das Lohnniveau mal auf normal setzen. Dann haben wir 6 Arbeiter, die fehlen. Na, das ist nicht das Problem. Ja, Hermes ist jetzt in der Stadt, kann Forderungen erfüllen. Das ist sehr schön und unsere Karrenschieber sind jetzt alle ein bisschen schneller. Die Kunsthandwerkergilde kann weg. Ja, wir sollten mal nach unseren Zielen schauen. Also, die Jahresproduktion von Amphorenwein haben wir und die Schatzkasse enthält 5000 Drachmen. Wir brauchen allerdings 1000 Einwohner der Kategorie Stadthaus. Das ist die höchste Entwicklung. Das heißt, wir müssen unsere Wohngebiete hier weiterentwickeln. Und zwar brauchen wir jetzt hier Olivenöl. Also auf der Agora kommt der Ölhändler. So, wir brauchen definitiv Verschönerungen. Hier passt ein Heckenlabyrinth rein. Und Parkanlagen passen hier rein. Ja. Das können wir so lassen. Dann brauchen wir hier die Prachtstraßen mal. Die bauen wir jetzt mal weiter. Das gleiche machen wir hier. Dann können die sich weiterentwickeln. So, und jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem, weil ich hier in diesem Wohngebiet mit der Bauweise kein Theater platzieren kann. Aber
wir können das ja umgehen, indem wir ein Stadion bauen. Das Stadion brauchen wir sowieso nachher für unsere gehobenen Wohnungen. Und dann werden wir jetzt hier, wenn es jetzt weiterentwickelt, entsprechend auch das Stadion dann bauen, statt dem Theater. So, und da sehen wir schon, wie sich jetzt hier die Wohngebiete weiterentwickeln. Ich denke mir mal, hier können wir Parkanlagen bauen. Das passt. Gut, dann sollen die sich erstmal weiterentwickeln. Und wir müssen ja 64 Weizengarben in einem Jahr produzieren. Das hört sich so wenig an, aber wir brauchen mindestens 13 Weizenfarmen. Das heißt, wir brauchen jede Menge Mitarbeiter, um dieses Ziel zu erreichen. Von daher ist es gar nicht schlecht, dass wir das Wohngebiet so weit entwickeln müssen. Ja, und was die Nahrungsmittelproduktion betrifft, haben wir dann, glaube ich, mehr als genug. Ja, Stadtkasse sieht super aus. Vielleicht baue ich doch noch 2 Wollsammelstellen auf. Die passen ja hier jetzt hier hin. So. Ja, dann können wir hier ein paar Schafe mal platzieren. Hier. Ach, diese Fläche ist so groß. Ja, und die Olivenöl- und Weinproduktion erweitern wir auch später. Jetzt haben wir allerdings deutlich zu wenig Nahrungsmittel, die wir produzieren. Ja, dann sollten wir jetzt tatsächlich mit der Weizenproduktion beginnen. Ja, und der Arbeitsmarkt erholt sich jetzt auch. Da wandern jetzt jede Menge Bürger ein. Bevor wir jetzt allerdings mit der Weizenproduktion beginnen, bauen wir das Stadion noch auf. Das kommt direkt hier hin. Das können wir auch drehen. So. Ja, da sehen wir schon, jetzt wo die Athleten jetzt zum Stadion gehen, kriegen hier unsere Bürger Zugang. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass sich nicht alle Wohngebiete komplett jetzt hier maximal entwickeln. Das ist das, was wir brauchen, das Stadthaus. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, und das ist sehr schön, dass Hermes jetzt in unserer Stadt ist. Mykene braucht 16 Kisten Nahrung und Hermes hat dieses für uns erledigt. Wunderbar. So, dann möchte ich jetzt gerne Weizen produzieren. Den Weizen möchte ich hier auf dieser großen Insel produzieren. Da müssen wir erstmal die Verbindung herstellen. So, dann gucken wir mal. Ich denke mir, wo geht es? Hier. Hier geht es. Und hier. Wow, das ist ziemlich weit überspannt hier. Okay, dann machen wir das mal hier ein bisschen frei. Ich glaube, die Wölfe sind für uns jetzt nicht ganz so gefährlich, denke ich mir auf jeden Fall. So, ja, gehen wir hier so raus. Okay. Ja, wie gesagt, mindestens 13 Farmen brauchen wir. Dann bauen wir mal 1, 2. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Oh, wow. Hermes ist sehr großzügig. Auch Salamis kriegt seine 500 Drachmen von Hermes. Mykene schätzt uns mehr. So, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das weiß ich. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meine Güte. So, dann brauchen wir den Architekten. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich 2 oder reicht einer? Müssen wir mal gucken. Nach hierhin können wir das erweitern. Wir brauchen 2 Warenlager, wo wir den Weizen lagern können, oder? Ich glaube, 1 reicht. Es geht ja jetzt nur darum, was wir hier ernten können.
So, und dann bauen wir hier, bauen wir es so. Hier kann der Weizen angenommen werden. Ja, und wir haben jetzt Dezember, geerntet wird im Juni. Das heißt, dass wir jetzt mit der Ernte hier das Ziel nicht erreichen können. Ja, da kommen schon unsere Jäger, weil wir hier auch noch Wildschweinrotten haben. Sehr gut. Ja, und das Wohngebiet hat sich hier sehr gut entwickelt. Ich denke mir mal, dass wir damit die 1000 Einwohner in dieser Wohnungskategorie erreichen können. Haben wir nämlich schon erreicht. Sehr gut. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich Weizen produzieren. Und zwar die 64 Garben in einem Jahr. Ja, der Arbeitsmarkt erholt sich jetzt auch. Da wandern ja jetzt noch jede Menge Bürger ein. Ich finde, wir haben einen sehr guten Stadtaufbau jetzt hier durchgeführt. Wir warten jetzt mal ab. Ja, wir müssen jetzt wirklich das ganze Jahr noch warten. So, dieses Silo kann natürlich jetzt hier Weizen fordern. Oh, habe ich schon auf 20 eingestellt gehabt. Ja, okay. Und Fisch brauchen wir, glaube ich, dann nicht mehr zu produzieren. Oh, Salamis schätzt uns mehr. Wunderbar. So, hier muss aber definitiv eine Sperre hin, sonst läuft mir tatsächlich hier noch der Architekt über die Brücke. Ja, haben wir denn genug Olivenöl? Das ist so eine Sache, wo ich gerade ein bisschen Sorge habe. Jetzt sieht es hier auf der Aqua aus. Ach nee, da haben wir mehr als genug. Das passt. Da produzieren wir genug. Ja, und wir verkaufen auch richtig gut. Das passt. So, ja, solange jetzt hier noch unser Weizen wächst, können wir unsere Stadt weiter verschönern. Wir haben ein Denkmal. Das passt doch hier eigentlich ganz gut hin, oder? Ach nee, das mache ich anders. Wir werden bestimmt nachher hier auch nochmal Philosophenschule und Schauspielschule bauen müssen. Die können dann hier hin. Ja, die Denkmäler verwahren wir mal für unser gehobenes Wohngebiet. So, kommen hier 2 Heckenlabyrinthe hin. Das ist doch auch nett. So, wir haben Juni, gleich wird geerntet, aber wie gesagt, wir haben zu spät die Farm gebaut. Das wird jetzt nicht funktionieren. Und wir haben mittlerweile schon 2000 Einwohner in unserer Stadt Aulis. Ja, da wird der Weizen geerntet. Wenn ich jetzt hier bei den Zielen gucke, was haben wir? Eine Bestmarke von 0, das geht ja gar nicht. Okay, gut. Also, es wird jetzt gerade hier alles eingelagert, was wir einlagern können. Zeigt er uns das dann an, was im Warenlager ist? Nee. Okay. Ja, wir bauen noch hier dieses eine Feld jetzt entsprechend mit einer Farm auf. Und dann baue ich doch noch ein Warenlager. Ein Warenlager hier. Das kann jetzt auch noch mal Weizen annehmen. So, und jetzt müssen wir tatsächlich warten. Bis wir jetzt hier tatsächlich einen ganzen Vegetationszyklus unserer Farmen durchgeführt haben und wir auch das Maximale entsprechend hier ernten können. Ja, er zeigt nicht an, was wir jetzt hier produziert haben, allerdings das Jahr ist noch nicht vorbei. Okay, wenn das Jahr zu Ende ist, können wir sehen, was wir produziert haben. Gut. Das macht Sinn und warten wir jetzt mal ab. Haben wir denn noch Mitarbeiter? Tatsächlich. Ja komm, dann baue ich hier nochmal 3 Weizenfarmen. Aber dann haben wir wirklich mehr als genug. Meine Güte. Und damit haben wir auch jetzt tatsächlich keine Arbeiter, die eine Arbeitsstelle suchen. Das ist sehr gut. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Jetzt haben wir schon 2 Denkmäler. Ja, und Salamis braucht Wein. 6 Amphoren nochmal. Okay, haben wir nicht. Müssen wir den Wein mal eben kurz hamstern. So, und hier natürlich
den Verkauf stoppen. Ja, haben wir gerade rechtzeitig gemacht, sonst wären sie jetzt weg. Ja, und so schnell haben wir den Wein auch schon zur Verfügung. Können wir verschicken, alles gut. Und natürlich auch wieder verkaufen. Aulis ist auf dem Wege, eine der größten Städte in Griechenland zu werden. Doch es liegt ein Hauch von Gefahr in der Luft. Helena hat beschlossen, König Menelaos von Sparta zu heiraten. Das glückliche Paar ist in sein Haus gezogen. Alles scheint zu sein, wie es sein sollte, aber man munkelt in Griechenland, dass Helena möglicherweise nicht sicher sei. Ja, wir haben doch genügend Weizenfarmen errichtet, um das Ziel zu erreichen, die 64 Weizengarben in einem Jahr herzustellen und konnten damit die erste Episode unseres Abenteuers Der Trojanische Krieg erfolgreich abschließen. Die nächste Episode dieses Abenteuers trägt den vielsagenden Titel Der Schönheitswettbewerb. Ich bin sehr gespannt darauf und freue mich, wenn ihr mit dabei seid und sage Tschüss, euer Dominus.